Hi und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich möchte heute aufräumen mit dem Vorurteil, dass aquatische, frische Düfte eher was für Männer als für Frauen sind. Und deswegen habe ich heute 4 Düfte mit dabei, die wirklich perfekt unisex zu tragen sind. Ich habe aus den letzten Videos immer mehr mitbekommen, dass hier die Frauen in der Community sich stark dafür machen, dass sie auch frische, aquatische Düfte tragen wollen. Und deswegen bin ich dem Trend so ein bisschen gefolgt und habe heute 4 Düfte dabei, die für alle Geschlechter geeignet sind. Und wir starten mit einem wunderschönen Duft. Und zwar ist das der, Ego Stratis von Juliet Has a Gun. Juliet Has a Gun ist ja wirklich eine richtig coole Marke. Die haben sehr, sehr coole Düfte. Der Ego Stratis ist ein wunderschöner, aquatischer, frischer Duft, der aber auch fruchtige Nuancen mit drin hat. Und deswegen macht es den Duft für mich so interessant und so schön unisex auch zu tragen. Der startet schön mit einer schönen Mandarine und was man aber auch im ersten Riechen rausriecht, ist eben dieses Zitrische. Für mich ganz, ganz leicht bittere, auch aus der Bergamotte. Ganz tolle Kombination, toller Start und dann relativ schnell entwickelt sich eben dieser aquatische Vibe. Das Besondere an dem Duft ist, dass wir dieses Duftmolekül Cologne mit drin haben. Das soll quasi eine Meeresbrise nachahmen und ich muss sagen, ja, das kommt ganz gut hin. Also der Duft wird wirklich schön frisch, schön aquatisch, aber nicht meerig. Also wir haben ja jetzt keine so salzigen Akkorde für mich drin oder so algige Akkorde, das nicht. Ich finde eher, dass der Duft eben was schön fruchtig Süßes mit drin beibehält. Wir haben hier ja im Verlauf auch Heidelbeere, die riecht man jetzt nicht zu 100% raus. Ich finde aber, das gibt eben dieses leicht fruchtig Süße mit rein, was leicht Saures auch. Tolle, tolle Kombination und ich finde eben dadurch, dass der Duft so ein bisschen an Körper gewinnt, so ein bisschen Süße nochmal mit reingibt, ist der perfekt auch für Frauen geeignet. Der ist frisch, der hat diesen zitrischen, fruchtigen Vibe, aber er hat eben auch diese tollen, blauen aquatischen Noten mit drin, sodass man sich wirklich den ganzen Tag ganz frisch fühlt. Total schön, den auch aufzutragen, finde ich, gerade so im Frühling, Sommer, wenn es doch warm ist und dann ein Sprüher von dem Ego Stratis. Ich finde, da fühlt man sich danach wieder richtig gut und richtig gestärkt für den Tag. Wir haben leicht blumige Nuancen, leicht. Wir haben Neroli und auch dieses Cologne soll eben so leicht blumige Nuancen mit reingeben. Wir bekommen aber im Verlauf auf jeden Fall eine schöne holzige Basis. Wenn der Duft eine Weile auf der Haut ist, dann riecht man die Hölzer wirklich auch schön raus. Jetzt hier auf dem Duftstreifen kommt das nicht so arg raus. Ich finde, der Duft wird aber ganz toll gebettet und ist wirklich schön abgerundet. Ein Duft, der von der Haltbarkeit richtig gut ist, wie ich finde, von der Sillage her so, oberes Mittelfeld würde ich jetzt mal sagen. Ich finde, der ist wirklich angenehm, wird aber im Verlauf einfach so ein kleines bisschen abgeschwächt. Warum ich da wegen der Sillage so rumgeeiert habe, es liegt einfach daran. Der ist irgendwie präsent, aber er ist einfach nicht aufdringlich. Ich finde, das ist wirklich eine ganz tolle Kombination. Man riecht immer mal wieder so einen Schwall von diesem Duft, ohne dass es irgendwie zu sehr in die Nase geht und man sich denkt, das riecht aber extrem. Deswegen, ich finde, das ist wirklich perfekt abgestimmt, gerade auch für die wärmeren Jahreszeiten ist der super. Ein Duft, bei dem ich auch richtig gute Laune bekomme. Und gute Laune ist ein perfektes Stichwort, denn auch beim nächsten Duft, wenn ich den rieche, denke ich mir jedes Mal, oh ja, Meer, Sommer, Sonne, Strand, tolle Kombination. Ein Duft, wirklich, ich liebe ihn. Es ist einer meiner Favoriten in diesem Sommer und zwar geht es um den Pacific Rock Moss von Goldfield Banks und ich muss sagen, das ist einfach ein richtig cooler Duft. Schön in Blau gehalten. Ich hoffe, du siehst es durch die Kamera, wie schön blau eben das Parfum schon allein da drin ist und du siehst auch vom Füllstand her, ja, der ist beliebt bei uns im Büro. Da gibt es immer einen kleinen Kampf um die Düfte, wenn wir die neu reinbekommen. Das ist definitiv ein Duft, der bei jedem bei uns im Büro super beliebt ist, egal ob Mann oder Frau. Das ist schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass es ein Unisex-Duft ist und ja, das ist ein Aquat, aber es ist für mich einfach kein klassischer Aquat, denn wir haben hier eine schöne Rosengeranie mit drin, die einfach dieses blumig Süße auch mit reingibt, aber eins nach dem anderen. Wir starten bei dem Duft wirklich so schön zitrisch
Und schon im ersten Riechen hat man hier wirklich so grüne Noten mit drin. Wir haben Moos mit drin, australisches Moos, denn Goldfilet Banks hat ja das Konzept, dass quasi immer Inhaltsstoffe auch mit drin sind, die aus Australien sind oder typisch für Australien sind. Ist ja auch eine australische Marke. Ich verlinke dir mal das ganze Video zu den Düften bzw. zu der Marke. Lohnt sich auf jeden Fall, richtig coole Düfte. Aber zurück zu dem Pacific Rock Moss. Der startet also mit einer schönen Zitrone. Wir bekommen schöne grüne Nuancen schon mal mit rein. Wirklich ganz toll. Und was eben im Verlauf diesen Duft so besonders macht, ist auf jeden Fall auch diese schöne Rosengeranie, die ich schon angesprochen habe. Das heißt, wir bekommen was süß-blumiges definitiv mit rein. Und das macht den Duft in der Kombination eben so schön unisex zu tragen. Das ist jetzt kein algiger Duft. Auch hier, wir haben zwar dieses moosige Grüne mit drin, aber nicht so algig, nicht irgendwie so schlackig, das auf keinen Fall. Das ist ein so schöner Duft, gerade früh im Frühling und im Sommer. Wenn du den aufträgst, wie auch bei dem Ego Stratis, du fühlst dich einfach so wohl. Toller Duft. Das ist wirklich ein Duft, da sehe ich keine Einschränkungen, den würde ich überall hin tragen und trage ich auch überall hin. Immer dann, wenn ich mich wohlfühlen möchte, dann trage ich den. Und ich muss auch sagen, dass ich für den auch schon Komplimente bekommen habe, was ja auch dafür spricht, dass der Duft perfekt zu einer Frau passt. Also wirklich schön, ist ein Duft, der so ein Gemisch für mich aus den Farben Gelb, Blau und Grün ist, gute Laune hervorruft, dein perfekter Alltagsbegleiter werden könnte. Und kleiner Tipp, wenn du dieses Jahr noch in den Sommerurlaub gehst, dann pack auf jeden Fall den Pacific Rock Moss ein. Du wirst es nicht bereuen. Toller Duft. Wir kommen zu einem Duft, der wohl so im Bilderbuch der Aquaten stehen würde. Ein Duft, der wirklich auch diese Meeres- und Salzakkorde mit drin hat. Ja, und wo ich schon zweimal überlegt habe, ist das wirklich ein Unisex-Duft? Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, ja. Ich bin aber total gespannt, was die Frauen in der Community da draußen dazu sagen. Falls du den Salaria von Giardino Benessere schon kennst oder mal getragen hast oder auch nur gerochen hast, dann schreib mir bitte mal in die Kommentare, ob du ihn als Frau tragen würdest. Ich muss sagen, das ist wirklich so ein richtig klassischer Meeresaquat für mich, der auch so ein bisschen für mich einen algigen Touch hat, ohne es negativ zu meinen. Ein wirklich schöner Duft, der in einem ganz schlichten Flakon herkommt. Und witzigerweise, ich habe tatsächlich nur einen leeren Flakon heute mit dabei, denn der wurde schon aufgebraucht von uns. Also ich habe da immer so ein Schränkchen, wo die Düfte drin stehen und wo man sich dann auch mal was drauf sprüht. Ja, der hat nicht überlebt, der ist schon leer. Kann es aber verstehen, weil es ist einfach ein richtig cooler Duft. Der startet schon, finde ich, mit so einem salzigen Akkord, mit was Aquatischem. Also ich finde wirklich, das ist schon so ein Duft, da kommt im ersten Riechen schon so ein richtiger Meerestouch raus. Das ist ein Duft, ich finde, der riecht, wie wenn man gerade aus dem Meer rauskommt, Salz noch auf der Haut hat, die Sonne scheint auf die Haut und es trocknet gerade. Ja, so finde ich, dass der Duft irgendwie riecht. Der hat einfach dieses meerige, salzige mit drin, ohne dass er muffig wird. Also ich finde, das ist jetzt wirklich kein muffiger Duft, aber er ist einfach vom Vibe her nicht ganz so blau und aquatisch wie die beiden Düfte, die wir davor gerochen haben, sondern er hat eher für mich eben dieses salzige und er hat aber auch auf jeden Fall grüne Akkorde bzw. grüne Noten mit drin, auch mit einem Moos. Ja, aber er hat nicht ganz so dieses helle, blaue, frische, übertriebene, wie vielleicht die beiden davor, sondern er ist so ein bisschen gedeckter für mich. Also jetzt mal, um nur so den Vergleich anzustellen, er ist so ein bisschen gedeckter, ein bisschen, ja, nicht ganz so laut auch, würde ich jetzt mal sagen. Er hat auch für mich so einen entspannenden Vibe. Wir haben hier nämlich auch Lavendel mit drin und ich muss sagen, für meine Nase kommt der Lavendel im Verlauf auch schön raus. Der beruhigt mich, der ist unaufgeregt, der ist ausgeglichen, aber wunderschön in sich komponiert. Der fällt so aus der Reihe der Düfte, die ich dabei habe, so ein bisschen raus. Ich finde, wenn man jetzt mal das so einordnen müsste, dann ist das nicht so ein komplett jugendlicher Duft. Der ist vielleicht so ein bisschen gesetzter einfach, ein bisschen gedämpfter. Trotzdem schön und wie gesagt einfach ein Aquat wie aus dem Bilderbuch, wo eben dieses
salzige, meerige wirklich im Fokus steht. Okay, so zurückhaltend wie vielleicht der Salaria ist, beziehungsweise so ausgeglichen wie der Salaria ist, desto aufgeregter ist der nächste Duft, den ich dabei habe. Und zwar ist das der Hangover Meditation von Emile Elise. Eine sehr, sehr coole, junge, hippe Marke, wie ich finde. Der Hangover Meditation, der hat aber auf jeden Fall Feuer im Arsch für einen Aquaten. Also der ist schon echt ja eher aufgeregt und der hat aber auf jeden Fall, das schon mal als kleiner Spoiler vorweg, einen synthetischen Touch. Also da musst du schon Fan von etwas synthetischen Düften sein, ist aber auch wirklich ein sehr schöner, junger Aquat, würde ich jetzt mal sagen. Der startet super zitrisch, frisch. Wir haben eine Bergamotte, wir haben sofort im ersten Riechen auch diesen aquatischen Vibe. Ich finde, da kommt auf jeden Fall gleich so eine blaue Assoziation in meinem Kopf auf. Also wirklich ein Duft, der auch gute Laune verspricht, der auch sich perfekt für den Alltag eignet. Ein Duft, der nicht aufdringlich ist. Ich finde, im ersten Riechen geht der schon ordentlich in die Nase, eben durch dieses Synthetische. Der wird aber ausgeglichener. Also der Hangover Meditation ist wirklich ein Duft, der auch für junge Menschen sich super eignet. Also du kannst ihn auch als gesetzter Mensch tragen, also das meine ich damit nicht. Aber es gibt ja zum Beispiel Düfte, wie jetzt zum Beispiel auch der Salaria, da würde ich jetzt sagen, na, wenn du irgendwie so Anfang 20 bist, dann ist der vielleicht so ein bisschen zugesetzt. Da kannst du auf jeden Fall dann zum Hangover Meditation greifen. Für mich ist das so ein Duft, da sind ja schon relativ viele Duftkomponenten mit drin. Ich muss allerdings sagen, dass das so ein Duft ist, der von seiner Gesamtkomposition lebt. Also da gibt es jetzt keine Nuancen, die für mich komplett rausschreien bei diesem Duft oder wo ich sagen kann, die kann man richtig gut rausriechen. Was eben rüberkommt, ist dieser blaue aquatische Charakter. Es ist so ein klassischer Freshie. Wir haben zitrische Früchte mit drin. Wir haben was leicht Süßes dadurch auch mit drin. Also wir haben eine Kombination aus leicht süßen Früchten, die aber auch frisch sind und zitrisch und dann dieser blaue Charakter. Und das ist es. Wir haben noch eine leicht holzige Note, die im Verlauf mit rauskommt. Und das Ganze so ein bisschen bettet, aber ich muss sagen, das ist ein Duft, der jetzt tendenziell so von der Entwicklung her auch so im Drydown für mich jetzt nicht so viel Spielraum hat. Also der ist relativ linear. Ich hoffe, ich tue ihm da jetzt nicht Unrecht. Das ist ja aber auch nicht schlecht, denn der Duft, finde ich, riecht von Anfang an wirklich gut. Er ist wirklich erfrischend und sehr, sehr schön komponiert, eben leicht synthetisch. Aber im Verlauf passiert da einfach nicht ganz so viel. Sehr unkompliziert zu tragen, gut auch im Alltag, schön von Frauen als auch von Männern zu tragen. Und ich hoffe, dass ich auch für dich einen Duft dabei habe, der perfekt zu dir passt. Und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen mit dem Vorurteil aufräumen, dass eben diese blauen, frischen Aquaten nur was für Männer sind. Das sind sie nicht. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, ob du einen von den Düften schon mal gerochen oder getragen hast und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Falls du den Channel noch nicht abonniert hast, mach das total gerne. Aktiviere die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.